Hallo AFOPs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Niklas. Und das ist die Star Trek Welle 2. Komplett, ne? Die zweite Welle unserer Produkte. 6 Minimodelle, 3 Midsize-Modelle, 2 Display-Modelle, ein Gadget und ein Minifiguren-Maßstabsmodell, das von der Teilezahl her definitiv auch ein Displaymodell ist. Ja. 3090 Teile. Ja. Wir wollen heute über die Raumstation Deep Space Nine sprechen. Kannst du die mal gerade in die Mitte? Nee, du kannst die nicht in die Mitte holen. Ne? Es ist noch so viel auf dem Tisch. Ja. Änder das doch mal. Ja, mache ich. Warte kurz. Scotty, wir brauchen mal eben deine Hilfe. Energie. So, danke Scotty. Besser, ja. Schon mehr Platz, ne? Sie ist groß. Im Original 1451 Meter im Durchmesser, stimmt das? Ja. Guck mal. Fantastisch. 8,2. Also. Ja, okay. So. Und 82 Zentimeter, ganz, ganz wichtig. Wir haben in der Mitte Promenade und so, also den zentralen Teil. Wir haben hier den Habitatring. Und ich habe gelernt, dass die Hangars der Runabouts auch hier im Habitatring sind. Um die da einzubauen, wurden einige Habitate entfernt und rund um die Hangars gab es dann Lärmschutzeinbauten, laut meinem Buch, technischen Handbuch Deep Space Nine, damit die Runabouts, wenn die starten, nicht ganz so viel Krach rundherum machen. Ja. Das sehen wir wahrscheinlich durch. Und hier draußen haben wir den Undock-Ring. Genau. Und die Pylonen. Und die Pylonen. Und wofür sind die Pylonen da? Erzraffinerie. Erzraffinerie, da drin ist, ja genau. Genau, die Station war ja eigentlich als Erzraffineriestation quasi geplant. Da wurde das ganze Zeug, was man von Bayer geholt hat, wurde zur Station gebracht und da raffiniert und von da aus dann mit Frachtschiffen Gab es da dann auch bajoranische Zwangsarbeiter, weil das Ganze ja unter kardassianischer Kontrolle war? Gab es dort auch, ja. Gab es dort auch, ja. Das war wohl auch nicht so besonders nett unter den Kardassianern. Nee. Ich meine, Zwangsarbeit ist nie nett, aber gar keine Frage, aber die wurden halt auch nie gut behandelt. Es gab sogar so eine Risszeichnung in meinem technischen Handbuch, da hat man gesehen, dass das Büro des Kommandanten, das war doch auch der, wie hieß er, Gul Dukat, dass der irgendwie, die Station war so ausgerichtet, dass er aus seinem Fenster quasi den kardassianischen Heimatplaneten oder das Sternensystem von denen sehen konnte. So wurde die... Ach so, so wurde die dann ausgerichtet. So wurde die ausgerichtet, genau. Also... Ja. Das bei ihrer Schwesterstation auch so war? Man weiß es nicht. Wie hieß sie nochmal? Terok Nor? Genau, das ist Terok Nor und die andere ist Empok Nor gewesen. Und die gab's wo? Auch bei Bayo? Nee, die Empok Nor liegt irgendwo viel, viel weiter draußen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem System. Wurde auch aufgegeben von den Kardassianern. Schwebt da so in der Gegend rum. Ja. Unser Modell hier war bereits auf der FedCon. Und wurde hier ganz viel hin und her getragen. Ja. Euer Modell werdet ihr wahrscheinlich aufbauen und dann hübsch hinstellen. Was gibt's zum Aufbauen zu beachten? Du hast es ja diverse Male aufgebaut. Wie macht man das am besten? Ich meine, diese riesigen Ringe, wie bringt man die an? Ich meine, steckt man es hier dran, fällt es da? Am besten wie eine Anleitung. Okay, ja, die Anleitung zeigt das. Also, lass uns doch mal über die Anleitung sprechen. Das ist ja interessant. Die Anleitung zeigt euch das. Die haben nämlich auch ein bisschen gerätselt. Also die Anleitung, ganz normal, Vorder-, Rückseite. Und hier vorne sieht man dann auch gleich die insgesamt 7 Bauschritte, die das auch so ein bisschen zeigen. Also man baut halt erst den Standfuß, dann das Mittelgestell sozusagen, wo der Habitatring und so dann dran ist. Ja. Das ist auch so stabil, dass man das in der Gegend rumtragen kann. Und dann baut man quasi den ganzen Ring, wenn man so will. Den baut man im Ganzen, stellt ihn auf den Standfuß und bringt als letztes die Pylone an. Ah, ja. Also das hält der Ring komplett aus. Den problemlos eben, man kann den bis dahin dann flach auf dem Boden liegen, das ist auch angenehmer, das so zu bauen. Und kann den dann eben komplett auf den Standfuß stellen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, die Pylone am Ende anzubringen. Ist natürlich in der Konstruktion eine sehr anspruchsvolle Sache, denn wir haben ja eine Dreiteilung. Wir haben das Ganze gedrittelt. Und wir haben 2 runde Ringe. Und wer schon mal mit Noppenstein gebaut hat, weiß, Vierteln ist toll, quadratisch ist toll. Ja,
Rund ist, ja, und Dritteln ist auch eher nicht so einfach. Aber es geht. Ja, es geht. Zur Anleitung, ihr kennt das. Es ist verblasst, was ihr vorher seht. Ich muss mal gerade gucken, sieht man hier überhaupt irgendeine Farbe? Weil das ist natürlich wieder die Sache, grau ist bei verblasst immer so eine Sache. Ja, also man sieht sämtliche Farben aus den vorherigen Bauschritten noch verblasst. Jetzt ist diese Station allerdings hauptsächlich grau. Richtig. Wie vom Lizenzgeber vorgegeben und wie auch in meinem technischen Handbuch zu sehen ist. Und ich habe mir auch mal Bilder angeguckt vom Original-Studio-Modell. Also das ist ja noch diese Zeit, CGI war ja da noch nicht so viel. Also hat man das ja noch als richtiges Studiomodell gebaut und es ist auch grau. Ja. Diese beige Färbung und so kommt dann vom Hintergrund, also von den Nebeln im Weltraum und so. Das ist ja immer so ein bisschen gefärbt. Es gibt natürlich so einzelne Bereiche, die anders farbig sind. Das haben wir bei unserem Modell jetzt nicht. Das wäre mit Prints nicht gegangen und Sticker. Es gibt ja hier so einzelne, solche einzelnen Flächen, die so ein bisschen kupferfarbig sind, so kleine Bereiche. Genau. Fanden wir jetzt aber im Vergleich zu anderen Elementen nicht so zentral, dass wir sagten, das muss unbedingt sein. Zentraler war uns was anderes. Ja. Die muss schon sein. Die muss sein. Das ist eine Mini-Defiant. Eine Mini-Defiant. Sie ist großartig. Sie ist großartig. Obwohl sie klein ist. Die Form ist super getroffen. Die finde ich genial. Ich kann nur sagen, das hat unser Designer für uns unwissend sozusagen gemacht. Wir wussten es nicht, dass die dabei ist. Ich weiß, ich habe das Ding gebaut, hatte dann noch ein paar Teile über. Das passiert mal beim Prototypen, dass mal ein paar Teile zu viel reingepackt worden sind. Und dachte mir schon, jetzt bis am Ende. Und dann gucke ich diese erste Rohversion der Anleitung sozusagen durch. Und plötzlich baue ich eine Mini-Defiant. Ich habe mich richtig gefreut. Ja. Und dann sieht sie auch noch richtig gut aus. Sie sieht auch noch richtig gut aus. Wichtig ist ja, dass die Warp-Gondeln nicht parallel zueinander sind, sondern dass die so ein bisschen so, genau. Das Ding ist so schnell und so wendig, dass diese spezielle Form, laut meinem technischen Handbuch, auch nötig ist, damit die bei engen Kurven nicht buchstäblich auseinanderfliegt, weil die übermotorisiert ist. Die hat viel zu viel Bums. Die ist, was das angeht, also ich kann den nochmal hier. Das ist halt hier so ein... Jetzt hält der hier besser als, das ist ja so... Also die ganze Undock-Rampe wollte ich nicht mit rausnehmen, aber ihr seht das hier, das ist dieser 1x1 Roundplate mit einem Pin und theoretisch könnt ihr das auch einfach zum Beispiel an dieser Undock-Rampe andocken. Kann man machen. Kann man machen. Muss ja nicht immer an den Ich weiß gar nicht, ob das Hauptandock-Rampen sind und warum hier. Also es sind ja überall nochmal. Also auch hier oben kann man andocken, weiß ich. Das machen also die größeren Raumschiffe. Ich kann das mal demonstrieren. Wir haben ja hier unsere Mid-Size Enterprise D, die 641 Meter lang ist und unsere Raumstation, die 1450 Meter im Durchmesser hat. Ich glaube, die Enterprise D ist ein Tick zu groß, aber nicht viel. Wir haben hier 27,5 Zentimeter, wir haben da 61 Zentimeter, hast du gesagt? 60. 640, 1450, also sie könnte vielleicht 2 Noppen kürzer sein, aber groß ist der Unterschied nicht. Und es gibt eine Szene, wo man halt so einen Galaxy-Class-Stift dann hier oben so angedockt sieht. Ja, erste Folge. Und zwar die Enterprise, also von daher, es passt auch die perfekt. Enterprise. Und die Enterprise hatte auch in ihrem großen Hangar, das ja hier irgendwie ist, was man irgendwie in den Serien auch kaum sieht, dieses Loch da hinten, dieses große Hangar. Wenn man sich Pläne der einzelnen Stockwerke, der einzelnen Ebenen anguckt, sieht man, dass dieses Hangar quasi ein Großteil wirklich dieses Levels ausmacht, das ist riesengroß. Und da wurden die Danube-Class Runabouts transportiert. 3 Stück. Die Rio Grande. Genau, die Ganges, glaube ich. Und das dritte ist die... Das schauen wir nach für das Runabout-Video. Orinoco und so. Da es gab da ja auch einen gewissen Verschleiß. Aber die Rio Grande hat es... Vielleicht war es die Yangtze Kiang. Aber wir gucken es nach. Ich weiß es nicht mehr so. Vielleicht war es auch die Main, oder meinst du, die gab es nicht? Ich finde jetzt ja, es hätte auch eine Main gebraucht, die wichtigen Flüsse der Welt. Ja. Oder mindestens mal ein Rhein. Ja. Eine Donau. Na, egal. Ja gut, danach ist ja jetzt die ganze Klasse benannt. Ja, stimmt. Danube ist ja Englisch für Donau. Richtig. Ja, ein riesengroßes Set. Es hat auch einen großen Karton, habe ich gehört. Da sagst du was. Genau. Es hat einen sehr großen Karton. Muss es auch haben. Und er ist auch
Da ist ordentlich was. Der ist gut gefüllt. 1889 Teile. Ein Teil mehr als die klassische Enterprise der ersten Welle. Hier steht es auch Star Trek Deep Space Nine, weil wir haben ja die neuen Badges auch. Ja. Ich kann das mal kurz hier. Wo jetzt das Serien- bzw. Das Filmlogo auch entsprechend ist. Ja. Vorher stand da immer nur Star Trek haben wir angepasst. Und hier oben natürlich auch passend dann die Defiant zu sehen, weil ist ja die Deep Space Nine. Richtig. Die Defiance haben wir auch im Kleinformat. Ja. Nicht der passende Maßstab zur Station. Den passenden Maßstab zur Station seht ihr hier. Genau. Und auch hier haben wir in klein das Deep Space Nine Logo. Wenn das ein Minimodell ist, was ist denn das? Mikro? Wahrscheinlich. Nano? Ein Nanomodell, okay. Bizili, bizili. Ja, Es ist auf jeden Fall dabei und ich finde es cool. genau. Eine große Station, ihr braucht Platz. Ja. Klar, 60 cm Durchmesser. Das heißt, wenn das Regal 40 cm Tiefe hat, passt das mit den Füßen. Es ragt aber über das Regal hinaus. Genau. Ein 30 cm Regal, damit sollte man es nicht versuchen. Das geht nicht gut. Macht sie gar nicht. Nein. Ist darauf nicht ausgelegt. Ja, klasse. Freue ich mich sehr. Prints habt ihr, ich glaube, nur diese beiden. Hier sind, glaube ich, keine bedruckten Teile dabei. Ich glaube nicht, aber meine wir haben ja nicht. die wunderbare Bauanleitung. Brauchen wir hier bei dem Modell aber meiner Ansicht nach auch nicht. Aber du hast recht, es sind die beiden. Wir haben jede Menge Grau, Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray, Schwarz für den Standfuß und ein paar Farbakzente. Sonst haben wir nichts. Das ist innen drin genauso, wie ihr es von außen seht. Einige lange Technikelemente. Braucht ja auch die nötige Stabilität. Genau. Und ein geniales Design. Designt von Adrian und Niklas. Ein bisschen. Ja. Niklas ein bisschen. Niklas hat wochenlang am Prototypen rumgebaut, optimiert, dass auch alles genau passt, dass alles wirklich stabil ist. Da hat Niklas auf jeden Fall auch einen großen Anteil dran. Ja, der Ring wollte vor allem am Anfang nicht so. Ja. Und wer sich fragt, wie lang, ob man denn nicht auch so ein kleines Runabout, so als Zweier oder so dazu packen könnte, da hast du mal nachgemessen? Wenn wir uns da nicht komplett vertan haben, weil wir irgendwas völlig daneben gerechnet haben, müsste ein Runabout eine Länge von ungefähr 0,8 Noppen haben. Ja, und natürlich wäre es nicht so breit wie eine Noppe, also es passt nicht. Richtig. Kommt aber auch hin. Die Defiant hat ja 171 Meter Länge, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Defiant ist schon so lang. Ja. Und ein Runabout hat 25 Meter Länge. Also weniger als ein Sechstel von, Ja, es sind dann ungefähr 0,8 Noppen. Ja, ja. Dementsprechend, selbst eine 1x1-Plate wäre zu viel gewesen, weil sie vor allem zu breit gewesen wäre. Richtig. Man hätte ja vielleicht noch sagen können, okay, von der Länge her gut. So ein Rollschuh vielleicht. Hätte aber auch nicht gepasst. Ja, also egal wie man es macht, es passt nicht. Die Runabouts in der passenden Größe wären nicht drin gewesen. Aber wir haben ja auch das Große. Wir haben das Große, ja. Das hat einen auch ganz, ganz herrlichen Maßstab. Das werden wir euch auch bald vorstellen. Ja. Ja, ich würde sagen, dann war es das doch für heute aus dem Alpha-Quadranten. Noch nicht ganz. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen? Wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben noch eine Setcard. Die Setcard, ja, das stimmt. Also, das ist die Star Trek Raumstation Deep Space Nine. Ist ein BlueX Pro, hat die Setnummer 104583, hat 2889 Teile, kostet 199,95 und die Abmessungen sind 65 cm mal 60 mal 43 Höhe. Und zur Komplexität sagen wir anspruchsvoll, weil es schon ein bisschen komplizierter, so die Ringe und so und das alles dann hinterher da drauf zu hieven und ja, musste halt, um die Form hinzukriegen. Falls ihr euch fragt, warum ich 65 mal 60 cm gesagt habe, ich habe mal die Deep Space Nine mitgerechnet. Die Defiant. Ja. Die Deep Space Nine hast du auch mitgerechnet, ja. Richtig. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Ja. Cool. Ja. Die Enterprise D in Midsize aus der Welle 1 ist, glaube ich, momentan vergriffen oder fast vergriffen, wird aber nachproduziert. Genau. Jawohl. Kommt wieder. Kommt wieder. Genauso wie die Enterprise A und der Borg-Kubus in Midsize. Im
aktuellen Verpackungsdesign. Natürlich. Das geht gar nicht anders, dürften wir gar nicht anders. Genau. Nee. Ja, wie gesagt, für heute war es das aus dem Alpha-Quadranten und dem Noppenstein-Studio. Ja, ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und das ist der Antrieb. Meist Propeller? Nein. Aber weißt du, was lustig ist, wie die früher geplant hatten am Anfang? Also die erste Idee für die Station war, dass sie irgendwie tausende Jahre alt ist und von allen möglichen Kulturen so völlig zusammengewürfelt war. Sie haben also quasi diesen Luc Besson-Film sich ausgedacht. Wie hieß das mit diese Valerian und der Film war so schräg. Valerian? Valerian, Heißt der nicht ja. Valerian? Ja. Ja. Die Station war schräg. Ja. Sehr schräg. Ja, so in gefällt es dem- mir ja. besser, würde ich sagen. Glaube ich auch.